Hallo ihr Lieben, heute stopfe ich ein Loch im Schritt meiner Jeans mit Hilfe einer Nähmaschine, einem Stickrahmen und einem Stopf- und Sticknähfuß. Schneide ein Stückchen Flieseline zum Aufkleben passend zu. Es soll etwas größer als das Loch sein. Bügele Jeans im Schritt auf die linke Seite. Lege Flieseline mit Klebeseite auf das Loch und bügele es nach der Anleitung vorsichtig auf. Um das Stopfen zu erleichtern, empfehle ich einen Stickrahmen zu benutzen. Spanne den Rahmen so, dass sich das Loch in der Mitte des Rahmens befindet. Jetzt ist es wichtig, einen farblich gut passenden dünnen Faden zu finden. Entferne erst den Standardfuß, löse vorsichtig die Schraube, bis die Bohrung zugänglich ist. Drücke den Stickfuß vorsichtig zusammen und schiebe den Stift des Fußes so weit wie möglich in die Bohrung des Nähfußes ein. Ziehe die Schraube wieder fest. Der Transporteur der Nähmaschine muss nun unwirksam gemacht werden. Dafür setze ich in die vorgesehenen Öffnungen in der Stichplatte eine Transportabdeckplatte aus dem Zubehör der Nähmaschine ein. Wähle einen Geradstich aus. Stopfe die schadhafte Stelle, indem du immer mit dem Webmuster nähst. Setze den Stopffuß ab und führe den Stoff gleichmäßig vor- und rückwärts und jeweils etwas über den schadhaften Bereich hinaus. Beim Nähen ohne Transporteur bestimmst du die Stichlänge. Eine gleichmäßige mittlere bis hohe Nähgeschwindigkeit führt zu einer gleichmäßigeren Länge des Geradstichs. Der Stopffuß eignet sich prima, um handgeführte Stick- und Stopfarbeiten auszuführen. Zur Not kannst du auch ohne Nähfuß versuchen zu stopfen, was aber viel umständlicher ist und braucht mehr Erfahrung. Das überstehende Flieseline schneide vorsichtig weg. Fertig! Nun kann ich die Jeans wieder für die Werkstatt anziehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.